Tschüss. Tschüss, Mama. Moin Whisky-Fans, willkommen bei den Malt Mariners, mit Leon natürlich. Und Paddy. Heute geht's los, habe ich gehört. Und ich hab was im Gefühl. Ich glaube, wir trinken heute keinen Whisky. Ja. Oder fast einen. Doch. Ne, da hat's mal wieder die bessere Nase. Richtig, wir haben zwei Spirit Drinks dabei. Wer ein bisschen mit Whisky Bescheid weiß, ne, wir sind beschäftigt, der weiß, dass man Whisky nennen darf in Schottland, wenn er 3 Jahre alt ist. Alles, was vorher abgefüllt wird, muss man Spirit Drink nennen oder irgendwelche anderen Kunstnamen. Und wir sind bei King's Barnes in dem Kingdom of Five in den Lowlands. Das Kingdom of Five zählt noch zu den Lowlands. Und im Kingdom of Five haben wir bisher spannende Geschichten. Wir haben Daftmill und wir haben Edenmill. Edenmill kennen wir schon, haben wir schon einen probiert. Die kleine Hip Flask Series, eine Craft Distillery. Die waren spannend. Und King's Barnes ist quasi die Nachbarbrennerei. Die liegt nämlich auf der anderen Seite von St. Andrews, 20 Minuten ungefähr mit dem Auto. Und die gehören zu Weems, einer Familie, die sich viele Jahre mit Wein beschäftigt hat und jetzt mittlerweile auch als unabhängiger Abfüller dient. Die machen tolle Sachen. Yummy. Die machen zum Beispiel Blended Malts, da haben wir schon mal was vorbereitet. Den Spice King zum Beispiel. Spice King? Das ist Der der Spice Spice mit King? den Spice Girls? Okay. Awkward Pause. Genau. Einfach gleich nein. Blended Malt, verschiedene Single Malts verheiratet zu einem Whisky, kennen wir schon so ein bisschen, ne? Nicht nur ein Malt Whisky, eine Brennerei Single Malt, sondern mehrere Blended Malt. Nicht zu wechseln mit Blended Scotch. Aber wir trinken uns heute einmal, wir hauen uns richtig die Zähne raus, also kannst du echt die Latten aus dem Zaun hauen mit dem Ding. Das ist wirklich, hier 62,8%, Freunde. Also Sauber. Ihr wollt nichts mehr merken. Nee. Also wie gesagt, Wasser drin gewesen? Lass mich mal gucken. Nee, Whisky. Dann kriege ich das zuerst. Ja, dann trink doch mal zuerst, warte mal. Ich habe hier noch ein paar Gläser. Der ist 2 Jahre alt, der Whisky sage ich schon. Dieser Geh mal in den Spirit Drink. Keller, hol mir Neues. Der ist 2 Jahre alt. First Fill Bourbon Barrels. Bitteschön. Und das ist natürlich die Möglichkeit, es ist schön, dass die Brennereien das machen, weil das ist die Möglichkeit für uns als Kunden, als Genießer, als Freunde der Brennerei zu erleben, wie sich die Brennerei entwickelt. Und deswegen haben wir den Rohbrand auch von der Brennerei und so können wir quasi die Entwicklung von der Destillation bis zur Reifung mitverfolgen. Und die werden auch wahrscheinlich jetzt 2019 ihren ersten Single Malt für den Rest der Welt rausbringen, der Founders Club, also die Leute, die die Brennerei auf ihrem Weg in den Start supportet haben, die haben jetzt gerade ihren ersten 3 Jahre alten King's Barnes bekommen. Ja. Und dementsprechend immer wieder interessant, sich da mal ranzuschnuppern und zu trinken. Ich habe mir gerade die Nasenhaare weggeburnt damit. Man muss echt aufpassen mit Da Fachschätzen, musst du Freunde. echt wirklich mit der Nase aufpassen. Hua. Ich habe gerade kurz, ja. Hua. Ich dachte, ich dachte auch, mir springt gleich ja, die Brille aus der dem ist Gesicht. heftig. Also Ja. ich rieche nur Alkohol gerade. Alkohol Ich riech und Parfüm. entfernt so ein Bourbon Barrel, was vorbeirollt. Also, Hello America! Okay, also ich werde da jetzt ich bin mal mutig, ich werde einen kleinen Schluck pur probieren und dann ein bisschen Wasser reinmachen, gucken, ob der irgendwas tut. Ist halt eine Lowland-Brennerei, was erwarte ich mir? Was Smoothes, was Mildes, was Blumiges, was Getreidiges vielleicht, weil junger Whisky. Mal gucken. Vielleicht können die so besser. Also vielleicht treten die uns jetzt voll aus dem Tisch. Tschüss. Tschüss, Mama. Jetzt kommt der Druck. Hui. Das bestätigt meine Theorie, dass du ein Lappen bist. Oder? Ja. Das Löhnbashing muss mindestens einmal alle 2 Videos vorkommen. Das ist krass, oder? Der ist schon sehr sprittig. Also. Oh echt? Ich hab richtig Aromen drin gehabt. Ja. Oh, der macht aber den Bauch auch warm. Aromen ja, aber danach brennt erstmal alles. Ich muss dann auch Trinkwasser. Auf jeden Fall. Also alles über 60% ist für mich immer schon so. Also 50% finde ich super, 55% kommt dann ein bisschen auf die Brennerei an und auf die Reifung. Ich mache fast in jeden Whisky mittlerweile, wenn ich zu Hause genieße, Wasser rein. Ich werde jetzt trotzdem einen kleinen Schluck von dem Rohbrand mal. Ja, klassischer Rohbrand, da habe ich immer Himbeerjoghurt. Habe ich bei Lindronach gehabt, habe ich bei vielen anderen auch. 53,5.
Der riecht wie der Glendronach Rohbrand. Hast du den als Referenz auch noch da? Ja, Oh, ja, stimmt. den habe ich da. Nicht mehr viel, aber das ist der Rohbrand von Glendronach. Ah, der riecht himbeeriger. Der ist sehr himbeerig, ne? Ja, der ist sehr himbeerig. Der ist joghurtiger. Soll man sowas auch trinken? Kann man sowas probieren? Klar. Ist gut gegen Husten. Oh, sehr krass. Du hast einen kräftigen Schluck genommen, ne? Nee. Das kühlt alles. Ja. Aber der ist halt. Aber interessant. Ich muss schon sagen, dass der 2 Jahre alte schon viel Gutes damit gemacht hat, weil das Zeug hier, das ist eher so klassischer Cleric, Rohbrand. Nee. Also das ist schon die Reife merkt man, muss ich sagen. Ja, der hat noch so, der spielt Klavier mit den Zähnen, ne? Die Bourbonfässer, Ja. die kommen schon ein bisschen in Vanille, Puderzucker. Bisschen Aber die Schärfe konnten natürlich die Bourbonfässer in den 2 Jahren noch nicht rausziehen. Na, das ist genau das Problem oder das Thema. Die Reife, Whisky wird ja einfach milder über die Zeit. Unter anderem, weil die Fässer einfach natürlich diese Schärfe auch rausziehen. Und das ist halt... Kannst du aus dem, was du jetzt schmeckst, ungefähr dir ein Bild machen, wie der Whisky mal schmecken wird? Ungefähr würde ich sagen, ja. Ich würde den jetzt aber nicht als Lowlander einstufen, weil ich erstmal die Einstufung für Lowlands immer sehr eindimensional finde. Weil für mich ist immer Lowlands ist immer Orkentorschen und das ist halt irgendwie immer leicht und floral. Dafür hatten wir aber schon Blood Knox im Glas und andere Lowlands, die schon auch wirklich wuchtiger waren. Ja. Ich glaube eher, der wird, glaube ich, noch eine kräftige Spritzigkeit behalten. Ich glaube nicht, dass der leicht wird, ja, ich glaub weil der ist auch nur zweifach destilliert wahrscheinlich. Oder ist der dreifach? Ja, zweifach destilliert, traditionell schottisch, nicht, keine Lowland-Spielereien. Auch der Rohbrand ist sehr ölig, ne? Also mich erinnert ein bisschen schon, also ich habe den jungen Daftmill probiert, 12 Jahre, Daftmill probiert, auch eine Lowland-Brennerei, der erinnert mich sehr daran und Glenkinchie passt auch ins Bild. Ja, und Glenkinchie auch Lowland-Brennerei, also ich finde schon, dass die drei sich ähneln vom Grundcharakter. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie sich der Whisky mal mit Sherryfässern verträgt und auch Rauch weiß man ja nicht, machen ja die Lowlander mittlerweile auch ganz gerne mal. Dass mal so ein bisschen was experimentiert wird. die Lololowländer. Die Lololowländer. Die Trollolowländer. 5. Video im Batch. Ja, sehr gut. Ja, ich bin auch gespannt. Ich glaube, wenn die halt mal alt werden, aber so ist es, glaube ich, bei allen jungen Whiskys, dann kann da immer was draus werden. Und Kings Barnes und Weems, die Blended Malts, von denen fand ich auch immer ganz spannend. Also kann man sich freuen, glaube ich, darauf, was da rauskommt. Ne? Ja, also den Vanilla Burst und diesen Sherry-lastigen, den Trickle Chest oder so, die fand ich auch sehr lecker. Die machen schon gute Sachen. Ah ja. Na gut, in diesem Sinne würde ich sagen, Ja. gucken wir mal rein, wa? Klickt die Bimmel, Klickt die Bimmel, guckt überall, wo wir sind, wo Facebook, wo wir sind, stalkt uns. stalkt uns, ganz wichtig. Ja, und da würde ich sagen, ne? Bis später. Bis später. Super. Willkommen im Whisky leer. Hallo. Hallo! Okay. Wollen wir das mal machen? Ich kann das machen. Hallo! Nee, machen wir. Und dann Dann bekommen wir den Mocken. Okay. Lass mal anfangen zu drehen.